Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diese Woche nehme ich euch mal mit und zeige euch alle meine Ausgaben in Chile. Gerade ist Montagmorgen und ich habe jetzt dann gleich einen Termin und das bedeutet auch meine erste Ausgabe. Meine Wimpernstylistin kommt nämlich wieder zu mir. Ich habe ja Wimpern-Extensions und die werden ungefähr alle 4 Wochen erneuert und heute ist es wieder soweit. Das heißt, meine Woche startet gleich mit der ersten Ausgabe. Kurz noch zur Erklärung am Anfang, was den Umrechnungskurs angeht. Ich bin ja hier in Chile und man kann sagen, dass es Pi mal Daumen so ist, dass 1000 Pesos ungefähr 1 Euro sind. Das heißt, wenn ich euch zum Beispiel sage, dass etwas 30.000 Pesos gekostet hat, dann kostet das ungefähr 30 Euro. Ich werde mich aber bemühen, all die Preise unten einzublenden, auch in Euro. Aber falls ich mal irgendwie drüber wegkomme oder euch nur ein Preisschild zeige oder euch nur eine Zahl sage, weil ich es zum Beispiel nicht wirklich gekauft habe und es irgendwie... Egal. Also wenn es irgendwie nicht eingeblendet wird, einfach die letzten 3 Nullen weg, dann habt ihr ungefähr den Eurobetrag. Okay, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit Montag. So, da bin ich mit neuen Wimpern. Und für die Wimpern habe ich 40.000 bezahlt, also 40 Euro. Und jetzt war ich gerade eben mit dem Hund draußen und bin beim Tierbedarfsladen vorbei. Sein Hundefutter ist nämlich leer. Und da habe ich für 19.490, also für ungefähr 20 Euro, eine neue Packung Hundefutter gekauft. Und die sieht so aus. Das hier ist die leere und das hier ist die volle. Das sind wie viel Kilo? 2,5 Kilo. Und das ist das Futter, mit dem wir jetzt nach den ganzen Versuchen verblieben sind. Das ist Ente. Und weil es inzwischen schon recht spät ist, nämlich 2 Minuten vor 3 Uhr und ich noch kein Mittagessen hatte, habe ich mir draußen beim Gassi gehen auf dem Weg nach Hause vom Tierbedarfsladen Sopalpillas geholt. Das sind diese Kürbisfladen und die haben 1.000 gekostet, also 1 Euro. So sehen die aus. Das sind ganz schöne Humpen, also fast so groß wie meine Hand. Und davon habe ich 3 Stück. Ich finde, das ist ein echt guter Preis und die sind auch nicht unbedingt ungesund. Das ist eigentlich nur Kürbis. Gut, natürlich frittiert. Und das esse ich jetzt mal mit Frischkäse. Also es ist Dienstag und ich habe gerade 6.000 Luca wollte ich sagen, aber Pesos. 6.000 Pesos, also umgerechnet 6 Euro bezahlt für die Lieferung von diesem Schild, das wir bestellt haben. Das Schild habe ich schon letzte Woche bezahlt. Ich zeige es euch gleich, aber die Lieferung war extra und interessanterweise musste ich quasi den Lieferanten bar bezahlen. Hier, genau, 6 Euro. Aber es wäre auch nicht günstiger gewesen, es abzuholen, weil wir kein eigenes Auto haben. So, hier ist das Schild, dann schön neben dem Grill. Wir müssen mal gucken, aber ich denke, dass es wahrscheinlich hier stehen bleibt. Und es ist das Obstgärtle in Anlehnung an ein Restaurant, das wir, oder an einen Biergarten, den wir sehr gerne hatten, in Fürth, in der Nähe von da, wo ich gearbeitet habe. Und es ist halt sehr, sehr fränkisch und deswegen haben wir das Schild gekauft. Hallöchen, heute ist Mittwoch und ich habe gerade eine Auslandsüberweisung getätigt und von Deutschland Geld hierher geschickt. Und das hat 4,99 Euro Überweisungsgebühr gekostet. Das war also eine Ausgabe. Und außerdem war ich gestern Abend noch beim Nägelmachen. Das mache ich alle 3 Wochen, aber jetzt erst zum 2. Mal. Und das ist Shellac, falls es euch interessiert. Und das hat 21 Luca, also 21 Euro gekostet. Genau. Und heute wird gegrillt. Dafür muss ich dann später noch Brötchen kaufen gehen. Okay, also chilenische Brötchenbeilage zum Grillen. Das hier sind Marraquetas, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Das sind so Brötchen, die zu 4 zusammenhängen. Und ich habe 2 Stück für 1,5 Luca gekauft. Das heißt, 1 und 4er Ding kostet 75 Cent. So, hallo. Ich melde mich mit einer neuen Ausgabe. Und zwar waren wir im Baumarkt und haben ein bisschen was gekauft, aus dem ich mir hoffentlich einen Sonnenschutz konstruieren kann. Also mir fehlt noch, ich habe schon vor einer Weile gekauft, quasi so ein Tuch, was man spannen kann. Und was mir aber noch fehlt, ist ein Balken oder irgendwas aus Holz, das ich quasi aufstellen kann. Also wie ein Ständer sozusagen, an dem das aufgehängt ist. Ich will so ein Segel machen mit 3 Ecken. An 2 Ecken will ich es an der Wand aufhängen, aber an der 3. Ecke sozusagen brauche ich irgendwas. Und da habe ich jetzt ein bisschen was, oder wir haben ein bisschen was gekauft, um das befestigen zu können. Und zwar einmal so Winkel und von diesen Winkeln 4 Stück.
Und dann einmal so Hakenschrauben. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Das sind quasi, die haben auf der einen Seite so ein Gelenk und hinten ein Gewinde, damit ich das ins Holz drehen kann. Das hat gekostet. Eins von denen hat 1790 gekostet, also ungefähr 2 Euro oder ein bisschen weniger als 2 Euro. Und das hier hat 2,50 Euro gekostet und da sind, glaube ich, 10 Stück drin oder so, also nicht besonders teuer. Dann waren wir außerdem noch im Decathlon wegen Sportsachen. Wir sind da aus 2 verschiedenen Gründen hin. Erstens, mein Mann hatte sich ein Fahrrad gekauft, in dem haben noch ein paar Sachen gefehlt, aber das werde ich in diesem Video nicht zeigen, sondern nur die Sachen, die für mich persönlich sind. Und als wir an der Kasse anstanden, habe ich da einen Gegenstand gesehen, von dem den habe ich lang gesucht, so eine Bürste. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich den beim Decathlon finde. Ich bin nicht sicher, warum die den dort verkaufen und für was die Bürste eigentlich da ist. Vielleicht zum Schuhe putzen, zum Fahrradputzen, Sportequipment putzen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber das ist einfach nur ein Schrubber und ich habe dringend so einen Schrubber in der Größe gesucht, mit einer größeren Fläche, um die Duschwanne zu putzen. Und ich habe ewig keinen gefunden und jetzt im Decathlon, erstaunlicherweise, habe ich diese Bürste gefunden für 4 Euro. Was echt seltsam ist, dass ich es ausgerechnet im Decathlon finde und in Baumärkten zum Beispiel und Haushaltsbedarfsgeschäften habe ich so einen Schrubber nicht gefunden. Ja, also das war die erste Sache für 4 Euro. Und ich habe mir auch noch was Sportliches für neue sportliche Aktivitäten gekauft. Und zwar habe ich jemanden kennengelernt, eine neue Freundin quasi. Und sie hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mit ihr das Skaten zu lernen, also das Inliner-Fahren. Und ehrlich gesagt habe ich da mega Lust drauf. Deswegen habe ich mir im Decathlon Inliner gekauft. Das sind sie, die guten Stücke. Ich bin sie auch schon gefahren und bin super zufrieden. Die gehen richtig gut, gar kein Vergleich zu denen, die ich als Kind hatte. Die gingen nämlich deutlich schwerer. Und die Farbe finde ich auch mega. Also was heißt die Farbe? Sie sind einfach nur schwarz und nicht so krass auffällig. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr. Ich mag das nicht so gerne, wenn solche Sachen so mega viele verschiedene Farben haben. Also damit bin ich sehr zufrieden und dazu habe ich natürlich auch die Schutzausrüstung gebraucht und da habe ich einfach so ein Set gekauft. Das ist mit Knieschoner, Ellenbogenschoner und Handgelenkschoner. Also ohne würde ich jetzt, glaube ich, nicht fahren, weil ich schon über 10 Jahre nicht mehr gefahren bin. Aber es klappt ganz gut, also ich bin nicht gestürzt oder so jetzt beim ersten Mal. Aber man fühlt sich schon deutlich sicherer, wenn man diese Schoner anhat. Und die Inliner haben 60.000, also 60 Euro gekostet. Und dieses Set hat 18.000 gekostet, also sagen wir mal 19 Euro ungefähr. Und das passt auch, ist von der gleichen Marke und ich bin auch sehr zufrieden damit. Die passen auch super und ja, das war jetzt mal noch eine größere Ausgabe. Aber ich bin sehr happy damit und freue mich schon drauf, die diesen Sommer sehr viel zu benutzen. So, ein Lebensmitteleinkauf. Wir waren in einem kleinen Supermarkt und im Gemüseladen. Das ist aus dem Supermarkt, ne? Die 3 Sachen. Ja. Und was hast du jetzt gesagt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. 9 oder 8 oder 9, das war ziemlich teuer, weil halt den Käse. Ja, Käse ist sehr teuer. Das ist Camembert, das ist Ziegenkäse und dann haben wir noch diese Chips hier gekauft. Die sehen super lecker aus Feigen, mit Meeressalz und so. Und das sind Kartoffeln und Süßkartoffeln. Okay, und das ist aus dem Gemüseladen für umgerechnet, oh scheiße, jetzt habe ich es aus dem Gleichgewicht gebracht. Für umgerechnet, sagen wir mal 17, 18 Euro. Erdbeeren. Oh, scheiße. Die hat sie ein bisschen zermatscht. Dann haben wir Gurkensalat. Gute Idee. Aber ich weiß nicht, können wir Gurkensalat machen für heute Abend? Ja. Ein Apfel. Oh, ich blut. Dann eine Aubergine. Können wir auch einfach auslernen in eine andere Verpackung. Das macht es, glaube ich, einfacher. Schauen wir mal, Kartoffeln, Champignons. Dann haben wir hier eine Ananas. Viele Limonen für Pisco Sauer. Noch mehr Champignons. Noch mehr Champignons? Ich dachte mir schon, das sind nicht so viele. Eine Beta. Eine Avocado, genau. Also das alles und die Ananas für 17 Euro. Ist eigentlich auch nicht so günstig, ne? Andererseits, ich weiß nicht, was man in Deutschland für so viele Limonen bezahlt. Wie viele sind es? 15? 20 Limonen. Ja, Limonen sind halt auch in Deutschland teuer. Ja, das ist jedenfalls der Einkauf. Hi Leute, es ist der nächste Tag und ich habe noch einen Kauf getätigt. Das ist der letzte für diese Woche.
zumindest was Gegenstände angeht. Und zwar gehen wir morgen auf eine Geburtstagsfeier von einer Freundin. Und ich habe ihr ein Geschenk besorgt von The Body Shop. Das ist eine Kleinigkeit. Und dazu werden wir noch eine Aktivität machen. Die bezahle ich aber dann vor Ort und ich werde jetzt natürlich nicht verraten, was es ist, weil das erst in der Zukunft stattfindet. Aber es ist quasi eine spaßige Gruppenaktivität. Mein Mann und ich werden mit ihr und ihrem Mann quasi zu viert was machen und es kostet ungefähr 10 Euro pro Person und wir werden das bezahlen. Aber wie gesagt, das ist nicht diese Woche und das hier hat 13.000 Pesos gekostet, also ungefähr 13, 14 Euro. Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet, was ich diese Woche ausgegeben habe und ja, war nicht so wenig, aber ich möchte dazu sagen, dass 40% von den Ausgaben Neuanschaffungen sind, die wir gekauft haben, weil wir eben nach Chile gezogen sind und das waren Einmal-Ausgaben sozusagen. Knapp 15% sind für Geschenke draufgegangen. Ja, das ist einfach Timing. Zum Thema Timing möchte ich außerdem sagen, dass die Lebensmittelausgaben, die ihr gesehen habt, relativ gering waren. Ihr habt ja gesehen, was da dabei war. Eigentlich nur Obst und Gemüse. Wir haben sonst keine Basics gekauft, also nicht sowas wie Reis, Nudeln und so in der Woche, einfach weil wir noch echt viel zu Hause hatten und auch noch echt viel eingefroren hatten. Das ist natürlich Zufall und es kommt immer, wie es kommt. Das heißt, die Ausgaben, also 2 Kategorien von Ausgaben sind in dieser Woche eigentlich nicht ganz repräsentativ. Das sind zum einen die Lebensmittelausgaben, die sind ein bisschen geringer gewesen in dieser Woche. Und die Ausgaben für Kosmetik, nämlich meine Maniküre und meine Wimpern, sind beide in diese eine Woche gefallen. Und das sind ja beide Sachen, die ich einmal im Monat mache. Das heißt, ja, es passiert nicht jede Woche diese Ausgabe. Aber sie war eben genau in dieser Woche und deswegen habe ich sie natürlich mit reingenommen, weil was macht es für einen Sinn, euch das zu verheimlichen. Kosmetikausgaben waren übrigens 20% der Ausgaben, was echt irgendwie crazy ist. Okay, Gesamtausgaben sind 228.150 chilenische Pesos und in Euro umgerechnet sind es 244,42 Euro. Nicht gerade eine günstige Woche. Liegt natürlich vor allen Dingen an den Neuanschaffungen und das ist halt mal mehr, mal weniger. In manchen Wochen machen wir auch zum Beispiel einen Ausflug, da müssen wir das Carsharing-Auto bezahlen, solche Sachen. Oder ich bin irgendwie unterwegs, dann bezahle ich noch die U-Bahn oder so. Aber in der Woche habe ich wirklich alles in einem Zu-Fuß-Radius erledigt. Von dem her war das okay. Ich hoffe, das Video war spannend für euch. Schreibt mir gerne, ob ihr in Zukunft noch öfter solche Ausgabenvideos sehen wollt oder nicht. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Adios und bis dann!